dass man quasi in-game Social Media Influencer werden kann und Rockstar Games dir dafür Geld zahlt. Wenn du irgendwelche geilen Stunts kannst oder irgendwas beweisen kannst, dass du krass bist, das ist es, ne? Du willst die Lackierung haben, dann das. Du willst diese spezielle leuchtende Kleidung haben, 20er für den Skin. Fortnite-mäßig, checkt ihr? Sind nur 20 mehr, genau. Battle Pass ist auch nur ein 10er mehr im Monat, ne? So, Fokus auf Amazon, let's go, Bro. Check die neuen Infos ab und zieh durch. Aber was ist denn passiert? Ich bin gerade aus dem Krankenhaus gekommen, Chat. Was ist mit Amazon? Wir gehen mal auf X, okay, Chat? Wenn Heideltraut das sagt, Amazon Brasilien, da. Ah, das habe ich heute gesehen. Ich dachte, Amazon Leak. Ey, Amazon ist eigentlich so ein Schmutz, was so Leaks angeht. Boah, geil. Warte mal, wie mache ich das jetzt? So, ins Deutsche. Ressourcen und Details. Ab dem 19.11.26 spielbar mit früheren Versand. Okay. Also ab 19. bekommen wir dann, checkt ihr, Chat? Das Spiel wird bei uns im Briefkasten sagen. Okay. Code im Boxformat. Physische Version von GTA 6 mit Download-Code in der Verpackung. Geil, Alter. Ja? Dann macht ihr den hier. Das ist ja wie beim Großmutter damals, ja? Wenn die dir Postkarte gibt. Du denkst dir so, haha, geil, so. Und dann kommt der Geldschein rausgeflattert. Weißt du, was ich meine? Das ist doch der Code, Alter. Den geben wir jetzt mal ein, du. Vorverkauf. Alle Vorverkäufe von Grand Theft Auto 6 und Einkäufe, die vor dem 20. November getätigt werden, beinhalten das Vintage Vice City Paket. Eine Sammlung von Artikeln, die an den Zeit erinnern, als Neonlichter noch heller leuchteten, ja? Die ein oder andere Dame kennt Rotlicht, der ein oder andere Bre das blaue Licht. Vice City kennt das Neonlicht, ja. Das ist doch mal ein Einstieg in die Materie. Also alle Vorverkäufe, die man tätigt, vor dem 20. November, beinhalten alle diese Oldschool-Vintage-Pakete. Nur, damit ihr Bescheid wisst, ja. Das heißt, ihr könnt ruhig bis zum 20. November vorbestellen, ihr habt noch Zeit. Also wenn ihr am 19. sogar bestellt, anscheinend kriegt ihr das immer noch dann, ja, an demselben Release-Tag. Hauptkarte. Erkunde sie bei City, Strände, Sümpfe, Kleinstädte und verschiedene Regionen von Leonida. Kleinstädte, boah, Also, Chat, sagt, was ihr wollt. Eins in den Chat, wenn ihr Vice City-Fans seid. 2 in den Chat, wenn ihr sagt, ey, ich bin eher Kleinstadt-Fan. GTA 5 Map. Diese Sandy Shores oder wie das heißt, ne? Diese Gegend, ne? Ich habe dort gerne meine Zeit verbracht. Ich habe so gerne meine Zeit dort verbracht. Ich habe so gerne dort gechillt. Sandy Shores, habe ich doch richtig gesagt, oder? Ich mag so kleine Gebiete, checkt ihr? Weil ich finde diesen Detailgrad voll geil. Da liegt Dreck, da liegt Sand, da liegt Auto kaputte. Habe ich immer gefühlt. Das mit der Disc ist nun mal erstmal ein Gerücht. Warte mal, mit der Disc, da reden wir nothing darüber noch, ja? Warte ab. 2 spielbare Protagonisten. Wechseln sie zwischen Jason und Lucia, begleitet die Geschichte und nehmen an Duo-Missionen teil. Da ist es. Wir haben nur 2 spielbare Charaktere. Das Gerücht war ja, dass man damals gesagt hat, es wird vielleicht noch eine dritten Figur geben, und zwar, habe ich Protagonist gesagt? Protagonisten, sorry, Propagandist, Digga. Propagandist, Alter. Das ist es aus, Nordkorea, Alter, Propagandist, ja. Es war ja das Gerücht da, dass wir vielleicht einen Polizisten spielen, aber anscheinend doch nicht. Ich habe ein bisschen getrustet, so 2-3% habe ich doch dran geglaubt, dass wir vielleicht dritte spielbare Figur haben. Lebhabereite offene Welt. Lebhabereite, was? Achso, lebendigere Welt, okay. NPCs mit ihren eigenen Routinen, zufälligen Ereignissen, interaktiven Einrichtungen und ein stärkeres Gefühl des Eintauchens. Da sind wir wieder bei dem Thema, Digga, deswegen, Chat, ich muss euch ehrlich enttäuschen oder ein bisschen die Augen öffnen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum eure Lieblings-YouTuber die Naturwissenschaften auf YouTube betreiben mit Gemini in Verbindung und TGG, einfach mal den Script-Kopiererei? Ja, warum diese nie live und offen, komplett offen über GTA 6 sprechen? Habt ihr euch das noch nie gefragt, Bro? So, warte mal, warum tut mein Experte eigentlich nie mit mir so deeper in die GTA 6 Materie reingehen, sondern geht direkt in GTA 5 Online rein? Ja, das kann man leicht beantworten. Durch einen Skript lernt man nie. Durch einen Skript, den man einfach mal bei Gemini eingibt, lernt man halt nicht viel über GTA 6, ja? Hier und da bei einem längeren Gespräch zwischen 2 Persönlichkeiten
muss halt der ein oder andere Zuschauer in den Kommentaren mal den ein oder anderen Experten sogar korrigieren bei sehr, sehr banalen Dingen. Ich will nicht zu viel plaudern, ja. War aber low-key klar, dass es nur 2 spielbare waren, weil so oft im Fokus waren. Ja, kann man so sagen. Oleg Abi, hast du schon deine Meinung zu der Ultimate Edition gesagt, als ob du das nicht ein dummer Move von Rockstar in 2 Versionen zu machen? Alesha, ich habe sogar meine Meinung gesagt, es gibt sogar einen TikTok, blять! TikTok gibt's darüber, blять! Ich habe gesagt, ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung von Pay to Win. Wurde voll falsch aufgenommen. Wie kann Pay to Win bei Singleplayer-Modus sein? Ich meinte das nicht so ernst auf Singleplayer bezogen, sondern dass es die Aspekte schon widerspiegelt, dass Rockstar Games auf jeden Fall... Bruder, du willst das haben? Dann musst du das zahlen. Du willst die Lackierung haben, dann das. Du willst diese spezielle leuchtende Kleidung haben, 20er für den Skin. Fortnite-mäßig, checkt ihr? Sind nur 20 mehr, genau. Battle Pass ist auch nur ein 10er mehr im Monat, ne? Sind 120 im Jahr. Sind 1200 € in 10 Jahren. Und das auf Millionen bezogen ist... Checkt ihr? Es ist nun mal so. Natürlich, 10er im Monat wäre jetzt nicht viel, aber ihr versteht schon, es geht in die Richtung. Die piss ich, Digga. Diese 20 €, die piss ich, oder, Chat? Piss in den Chat. Sind nicht mal 3 Döner, das ist es. Das sind nur 2 Döner, ja? Dafür haben wir 20 Läden gefühlt mehr. Nee, aber das ist schon ein gefährlicher Move, Chat. Es ist schon ein Indiz dafür, dass Rockstar Games auf jeden Fall sich verändert hat. Also Rockstar Games weiß ganz genau, dass man jetzt auch online mit Battle Pass und alles, was dazugehört, richtig Kohle machen kann. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich habe euch gewarnt, ja. Integrierte soziale Netzwerke, virale Inhalte ansehen, Videos ansehen, Influencer folgen und Weltereignisse über das Handy des Spiels entdecken. Virale Inhalte ansehen, Videos ansehen, Influencern folgen und Weltereignisse über das Handy des Spiels entdecken. Boah, das ist so ein Punkt, auf den ich jetzt nicht so froh bin, ne? Stell dir vor, du hast schon 5 Social Media Accounts, sei es YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, was weiß ich was, vielleicht hast du sogar Facebook, was du leitest. Und da musst du jetzt auch noch in GTA 6 darauf achten, dass du dort auch aktiv bist. Oh, Bro, ich weiß ja nicht. Mann. Ich habe eigentlich gar keinen Bock so auf sehr, sehr deepes Ingame Social Media auch noch. Ich weiß nicht, wie findet ihr das Social Media Ingame geben soll, Skala von 1 bis 10? Ey, Otessi hat richtig Bock drauf. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass dieses System richtig deep wird, ne? Dass man quasi in-game Social Media Influencer werden kann und Rockstar Games dir dafür Geld zahlt. Wenn du irgendwelche geilen Stunts kannst oder irgendwas beweisen kannst, dass du krass bist, das ist es, ne? Also ich glaube nicht, dass die Promis alle auf der Seite rum... Nee, Chat, ihr habt falsch verstanden. Ich glaube, ihr habt falsch verstanden. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel am Montana Black sich einen Account macht als Influencer, in-game, wie findet ihr das? Skala von 1 bis 10. Dass Real-Life-Influencer einen Account machen, aber ihr seht ihn nicht auf der Map. Ich bin gerade am Essen, Opa. Ihr habt nur die Accounts von denen. Das meine ich. Also In-Game-Influencer würde ich auch feiern, so ist nicht. In-Game-Influencer, dass man sieht, oh Digga, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Präsident ist gerade da und du fährst hin und... Digga, ich will jetzt nicht falsch sagen, ja, und spielst ein bisschen mit ihm mäßig, ja. Grafik der neuen Generation, fortschrittliche Beleuchtung, dynamische Klima, natürliche Animationen und ein hoher Detailgrad der Umgebung. Fortschrittliche Beleuchtung, das sieht man ja auch überall, darüber haben wir im letzten Video gesehen. ÜH abchecken für die Analyse. Es könnte natürlich sein, dass integrierte Social Netzwerke, dass zum Beispiel sich jetzt Rockstar Games meldet bei TGG und sagt, ey TGG, du gehörst jetzt zu einem der bekanntesten Social Media Accounts in-game. Obwohl ich mir das gar nicht mal so vorstellen könnte, weil also TGG und alle anderen Bres, TGG 1, TGG 1.5, TGG 2 und alle, die dazugehören, die machen ja eigentlich nur den gleichen Content mäßig, News. Was ich mir aber vorstellen kann, dass zum Beispiel ein Speed, der mit der Umwelt interagiert, einen Account bekommt und man ihn bei irgendwelchen Events live sieht, wie er da mit Menschenmenge durch die Stadt läuft. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen sehr offen, das Thema. Kann natürlich sein, dass jeder bei Null anfängt und Montana Black dann sagt, ey, gibt bei Social Media ein Monty Leonida, dann könnt ihr mir folgen. Ja, dass man da Accounts hat und diese Accounts werden wie in Real Life auch gepusht.
Vielleicht wird es Ingame-Accounts geben, die eigentlich in Real Life gar nicht bekannt waren, aber durch ihre Skills, was Stunts angeht oder irgendwelche Aktionen, so aufgefallen sind, dass sie ganz viele Follower bekommen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Das würde aber nicht ganz zu reine Singleplayer-Spiel passen. Das ist echt schwer, Bro. Das meine ich ja. Ja, da hast du wieder recht. Bro, ich kann nicht sagen, wie das mit den Netzwerken gemeint ist. Dynamisches Klima, das bedeutet, es ist nicht nur gutes Wetter, schlechtes Wetter, Regen, nicht Regen, heiß, nicht heiß, sondern das Wetter ist dynamisch. Es könnte regnen, 5 Minuten später nicht und 5 Minuten später wieder regnen. Versteht ihr? Also die Natur ist ein Zufallsereignis, ein dynamisches System. Das Klima verändert sich. Es könnte sein, dass es mal richtig heiß ist. Vielleicht im Sumpfgebiet ist das Wasser dann vertrocknet. Und dann haben wir einen regnerischen Tag und da haben wir Sumpfgebiete mit ganz viel Wasser. Wie bei Red Dead Redemption 2, nur ausgeprägter. Genau, Expert Mercy. Sehr gutes Beispiel. Wäre krass, Alter. Wäre krass, wenn es Social-Netzwerke zwischen allen Spielern auch Singleplayer geben würde. Dann könnte man Clips von anderen Spielern aus dem Singleplayer weltweit sehen. Ja, für mich ist es eher ein Punkt für online. Aber gut. Zweites Blatt. So. Merkmale. Marker nimmt 2. Warte mal. Take 2. Also Marke Take 2. Nimm 2, Digga. Modell Grand Theft Auto 6 für PS5. Artikel Highlights. Riesige Karte mit Vice City, Sümpfen und verschiedene Regionen des Bundesstaats Leonida. 2 spielbare Charaktere. Wow! Koop-Missionsmechanik. Chat, wir werden doch Koop haben laut Amazon Leak. Das heißt, wir können an einer Konsole zu zweit eine Mission spielen. Koch-Missionen wird es geben, oder? Koop-Missionen-Mechaniken. Doch, das ist richtig übersetzt. 2 spielbare Protagonist, Jason und hier mit Koop-Missionsmechanik. Ja, steht doch da. Boah, ich weiß es nicht, Chat. Was ist damit gemeint? GTA 5 ist auch ein Koop-Spiel? Okay, dann nehme ich es zurück. Ja, okay, dann tut mir leid, ja. Ich habe mich ein bisschen gefreut, wie damals in GTA San Andreas. Diesen ugly Dude, Redneck, Missgeburt schreiben wir nicht. San Andreas. Dass wir den endlich spielen dürfen. Habt ihr auch den immer gewählt? Ich habe immer die Kachi gewählt oder den. Digga, der war so eine OG, Bro. Ich habe ihn so geliebt. Ich habe ihn jedes Mal überfahren oder getötet. Irgendwie. Ein bisschen wie dieser Hugo sieht er aus, nur mit keine Haare. Ja, oder wie Deutschrapper, Newcomer auf Codein-Basis. Chat, wollen wir also bitte erstmal zuhören und dann mit einer einzelnen Chat unterschreiben. Wenn da steht, funktionalem Social-Netzwerk auf dem Mobilphone des Spiels und das Spiel ist auf PlayStation 5, dann kann es nicht so deep sein, das Social Media. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn es so deep wäre, Bro, ist es einfach ein Krampf. Also ihr müsst immer vom Standard ausgehen und Standard ist Controller, nicht Tastatur. Da Beiträge anfängst zu machen. Ich glaube, das wird so ein Like-System und Folgesystem sein und dass du Videos hochladen kannst, dass du Videos auf dem Handy hast und dann kannst du das Video einfach uploaden oder Screenshots uploaden und die Leute können, wenn die wollen, kommentieren, aber es wird jetzt nicht so deep werden. Vermute ich mal, ich weiß es nicht, ja. Grafik der nächsten Generation optimiert für die PlayStation 5 Konsole, also an alle Xbox-Spieler. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Auch wenn ich ein PlayStation OG bin. Es tut mir wirklich, das zu sagen, aber ihr müsst einfach akzeptieren, dass GTA 6 auf der PlayStation 5 einfach am besten laufen wird. Und das wird Tatsache sein. Es ist nicht nur ein Marketing. Chat, bitte. Ich hätte dasselbe jetzt auch gesagt, hätten jetzt mit Xbox zu tun gehabt. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist einfach nur... Ich will nicht wie der ein oder andere sein, der euch ins Gesicht lacht und sagt, ach Quatsch, Xbox reicht aus. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann würde ich schon zu der PlayStation 5 umsteigen. Ich sag euch so, es muss nicht unbedingt was mit der FPS zu tun haben, dass sie ausführlich hier nochmal ergänzen, dass es optimiert ist für die PlayStation 5. Ich sag euch so. Soll ich euch ein richtig gutes Beispiel sagen? Wollt ihr so richtig gutes Beispiel hören, damit ihr das einfach mal versteht, wie das gemeint ist, dass es auf der PlayStation 5 besser läuft? Oh, Digga, mein Rücken tut weh, Alter, dieses scheiß Bett im Krankenhaus, du. Rockstar Games kommt. Also schau mal, das ist Xbox. Xbox will ja das Spiel auch rausbringen. Haben die auch das Recht dafür? Die haben auch die Rechte dafür. Bitte keine Kommentare zu meiner Stirn, sie ist ganz normal, ja? Rockstar Games sagt GTA 6 kommt. Dann meldet sich Xbox und Sony bei denen. Digga, Poki, Alter, ja? Sony und Xbox melden sich bei denen und die wollen wissen, wie GTA 6 aufgebaut ist. Die wollen sehen, wie es funktioniert.
Und jetzt versetzt euch in die Lage oder in die Position. Xbox und Sony sind Hutmacher. Krasse Stirn, der folgt deswegen nur, damit er schreiben kann. So, Xbox sagt, wie ist die Stirn? Xbox macht den hier. Sony, Rockstar Games sagt zu Xbox, so und so breit. Ja, und dann sagt Xbox, okay, so ist der Durchmesser, wir fertigen jetzt. Die fangen an, GTA 6 zu basteln. Die haben ja die Masse, die können jetzt den Hut erstellen. Und dasselbe sagt dann Sony. Wie ist der Durchmesser? Aha. Aber die bekommen nicht die Info für das Hutmachen, sondern die sind vor Ort. Und dann sagen die sowas wie, schwitzt du auch öfters? Für was ist der Hut? Aus welchem Material soll er sein? Ja, ich mag eher dieses Material. Ja, manchmal, wenn ich so runtergehe, rutscht meine anderen Hütte runter. Ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Hut. Das könnte man vielleicht mit einem Gummiband befestigen. Am besten würde ich die Farbe wählen. Das wäre noch geiler, wenn man die Form ein bisschen anders machen könnte. Und Sony bleibt so lange mit denen, bis Rockstar Games sagt, es passt. Währenddessen hat Xbox nur die Masse und fertigt den Hut. Ja? Und dann kommt der Hut und der sitzt bei Xbox nicht ganz so, wie Rockstar Games das geplant hat. Die haben nicht alles ausgeschöpft. Die sind nicht auf alles eingegangen, was Rockstar Games will. Während Sony alles bedacht hat und die fresheste Cappy gibt. Fresh! Checkt ihr, das ist der Unterschied, Bro! Das ist der... Ich sehe aus wie so ein arbeitsloser Streamer, Bruder, ich sag dir ehrlich. Kuriha, ballerlos! Kuriha, ballerlos! Übrigens, Chat, die Challenge läuft immer noch. Der Erste, der schafft, einen viralen Clip von mir auf TikTok oder Insta hochzuladen, sei es Short oder ein TikTok, der kriegt von mir Ultimate Edition geschissen. Warum geschissen? Der kriegt von mir Ultimate Edition, benutzt alle Clips. Ihr müsst einfach auf den Kanal gehen, auf Twitch. Selbst Untertitel werden schon vorgegeben. Der Erste, der es schafft, kriegt Ultimate Edition, ohne viel reden. Trust.